Moin zu einer neuen Runde State of Survival. Heute geht es um die T12-Einheiten. Alle Details, die ich euch schon geben kann, die Kosten, wann es voraussichtlich kommen wird, ist eine Mutmaßung. Die Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, damit ihr die T12-Truppen überhaupt machen könnt. Fangen wir mal kurz historisch an. Dezember 2020 haben wir die T11-Truppen bekommen. Kurz danach gab es schon die Gerüchte darüber, dass es T12 geben wird. Wie wir sehen, wir sind Dezember 2022, jetzt kriegen wir die T12-Truppen und das wird krass. Fangen wir an. Ihr braucht zuerst dieses wunderbare Kristallenergie-Institut. Das könnt ihr auch ab P5 wahrscheinlich bauen, sobald ihr das Plasma Lab auf 5 habt. Allerdings, um überhaupt dann, wenn wir hier reingucken, die Truppen bauen zu können, müsst ihr die jeweilige Truppengattung auch als T11 freigeschaltet haben. Das heißt, ihr müsst erst T11 zum Beispiel Infanterie haben, damit ihr auch die T12-Truppen Infanterie bauen könnt. Bevor ihr aber eigentlich die Truppen erstellen könnt, müsst ihr die Notfallrekrutierung freischalten. Aber um die Notfallrekrutierung wirklich freischalten zu können und damit auch T12-Truppen bauen zu können, müsst ihr alles auf Level 10 haben. Das Ganze kostet euch, um das durchzumaxen, ich habe euch hier auch schon mal die einzelnen Kosten reingepackt und die Kosten, die immer jeweils neben der Linie stehen, sind für jeden einzelnen Punkt auf der Linie. Das heißt, wenn ihr hier bei der Legionsformation die 14 Splitter und die 57 Essenzen seht, dann kostet das nur für diesen Punkt und eben nochmal das gleiche für die taktische Synergie. Das, damit ihr einmal die Kosten da versteht. Kosten nur für den Notfallrekrutierungsstrang liegen bei 301 Splittern und 1225 der Essenzen. Jetzt kommt die große Frage, wie kommt ihr an Splitter? Das ist für alle die große Frage, weil es wird wahrscheinlich erstmal nur Pakete geben. Gegebenenfalls gibt es kleine Events, das ist aber noch nicht näher auf dem PTR ersichtlich. Und bei den Kosten ist es so, dass das 4,39 € Bundle bringt euch 35 Splitter. So zumindest die aktuelle Lage, das kann sich noch ändern. Aber dann könnt ihr mal kurz ausrechnen, ihr braucht allein 9 Pakete für die Notfallrekrutierung. Nur für die Splitter. Jetzt kommen wir aber zu der Essenz. Die Essenz bekommt ihr in der Theorie auch als Free-to-Play-Player. Hier steht verbleibende Chancen diese Woche 10 Stück. Ich habe die gestern schon genommen. Ich bin da noch nicht so ganz sicher, ob sie sich da einfach nur verschrieben haben und man pro Tag 10 Chancen hat oder tatsächlich nur pro Woche 10 Chancen. Auf dem PTR ist es halt so, dass wir jetzt pro Tag 10 Chancen hatten. Dann kommt aber der Clou an der Sache. Ihr könnt dann noch 10 Plasma für eine Essenz umwandeln oder ein Poly für die Essenz. Ich kann euch definitiv nicht raten, wenn ihr nicht total maxed seid und Poly im Überfluss habt, Poly zu verwandeln. Weil wenn ihr euch das Purification Center anguckt, also das Reinigungszentrum, bekommt ihr nur an 7 Tagen die Umwandlung von 10 Plasma zu einem Poly. Daher würde ich, wenn ihr das machen wollt, eher immer auf 10 Plasma gehen für die eine Essenz. Das so am Rande, wie ihr an Essenzen kommt. Wie ihr aber merkt, ihr habt jetzt gegebenenfalls 9 Pakete gekauft. Bedenkt bei den Paketen, der Inhalt ist sinkend zu den Kosten. Das heißt, das nächste Paket wird etwas weniger Essenz beinhalten gegenüber den Kosten. Aber ihr braucht für die Notfallrekrutierung, für diesen gesamten Strang braucht ihr in Summe 1225 der Essenzen. Ihr könnt das mal kurz umrechnen. Ihr bekommt gegebenenfalls 10 pro Tag, wie lange ihr dafür braucht. Schon recht lange. Wenn ihr dann noch zusätzlich Plasma umwandeln wollt und das sehr, sehr schnell freischalten wollt, braucht ihr dafür schon mal eben 12.250 Plasmakerne, um das ganz schnell freizuschalten. Also es ist massiv teuer, das sehen wir hier schon dran. Kommen wir jetzt mal zu den Einheiten. Ihr habt die T11 freigeschaltet, wenn ihr das habt, dann könnt ihr nämlich weitermachen. Und es geht sehr weit. Es gibt eine Marscherweiterung. Gegenüber dem, was es bei der Notfallrekrutierung gibt, ist nämlich der schnelle Vormarsch. Gibt es zweimal plus 20% Marschtempo. Das aber nur als kleines Detail am Rande. Hier kommt nämlich jetzt Marscherweiterung. Und um die Truppen, die T12-Truppen als Infanterie freizuschalten, müsst ihr alle 4 hier freischalten. Das ist der Zustand, die Verteidigung, die Tödlichkeit und auch der Infanterieangriff. Ihr werdet auch gleich hier die Kosten wieder eingeblendet bekommen für jeweils die jeweilige Linie pro einzelnen Komponente. Das müsst ihr alles auf Level 15 bekommen, um dann die T12-Truppen freischalten zu können. Dann habt ihr erstmal nur die T12-Truppen, ohne diesen Skill. Das alleine kostet schon bis dahin 1210 der Kristallsplitter und 1227 von den Essenzen. Die T12-Truppen sind aber erst besonders wertvoll, wenn ihr auch die Fähigkeit, dieses Kristallschild, freigeschaltet habt. Dafür müsst ihr das ganze Späßchen hier auch nochmal machen.
Das hat hier jetzt sogar 20 Level. Kosten seht ihr hier auch, ist für jede einzelne dieses Kreises. Also einmal die Kosten sind für den Infanteriezustand, Infanterieverteidigung, Infanterietödlichkeit und Infanterieangriff. Also ihr müsst die Kosten, die daneben stehen, mal 4 in dem Fall nehmen. Und dann schaltet ihr das Kristallschild frei, das halt auch nochmal gar nicht so günstig ist. Kostet euch in Summe nur für das Freischalten des Skills, also gesondert von der Freischaltung der Einheiten, 1569 der Kristalle und 1589 von den Essenzen. Das heißt, nur um die Truppen und den Skill freizuschalten, zahlt ihr schon 2779 der Kristalle und 2816 von den Essenzen. Mal 10 gerechnet, seid ihr bei 28.160 Plasmakernen, die ihr dafür nochmal braucht. Das ist nur bei einer Einheit jetzt gesehen. Wie ihr seht, hier hinten, da bin ich leider Gottes noch nicht, weil ich das Kristallschild hier noch nicht freigeschaltet habe. Da fehlen mir leider Gottes ein paar der Kristalle. Wird es wahrscheinlich sowas geben wie bei der erweiterten Plasmaforschung. Das heißt, Reduzierung der Kosten für den Bau, Reduzierung der Heilungszeit, Reduzierung der Trainingszeit und all diese Sachen werden noch dazukommen. Aber erstmal solltet ihr gucken, dass ihr grundsätzlich bis hierhin kommt. Also die jeweiligen Truppen schon mal freischaltet, unabhängig von dem zusätzlichen Skill. Weil ihr wollt die T12-Truppen. Und dann ist das kostenmäßig noch halbwegs effizient, erstmal diese Truppen zu haben und danach den Skill zu erweitern. Das wäre meine Empfehlung an euch. Guckt, dass ihr erstmal die Truppen bekommt. Müsst ihr gegebenenfalls, falls das bis auf die Live-Server noch nicht geändert ist, das ist eigentlich das Symbol für die Jäger. Hier schaltet ihr aber die Infanterie frei. Und hier habt ihr das Symbol für die Infanterie und schaltet hier die Jäger frei. Ich hoffe, sie ändern das noch bis zu den Live-Servern. Kommen wir genau auch zu dem Punkt Live-Server. Es fällt mir schwer zu sagen, aber ich glaube, dass es in sehr, sehr absehbarer Zeit kommt, noch im Dezember 2022. Es wird nicht so lange getestet, auf gar keinen Fall. Es ist kurz vor Weihnachten, das Zeug kommt auf die Live-Server. Die Kosten dafür, die Splitter sind ein Teil des Problems, weil noch nicht klar ist, wie man da als Free-to-Play-Player überhaupt rankommt. Aber dazu kommt halt noch die enorme Masse an Kosten für die Plasma-Teile, also um die Essenz zu bekommen. Wenn wir jetzt nur mal auf die Einheiten gucken und die Skills, noch nicht die erweiterte Forschung für die jeweiligen Einheiten, liegen wir für alle 3 Einheiten, für die Einheiten selbst plus die Skills bei 8.638 der Splitter und 9.673 der Essenzen. Rechnet das mal 10, dann sind wir bei fast 100.000 Plasma, die ihr dafür braucht, um das Ganze freizuschalten. Das so mal als Info zu T12. Das ist extrem teuer. Ich habe euch die Kosten jeweils nochmal eingeblendet. Ich habe die Kosten nur an einem Beispiel jetzt an Truppengattung dargelegt für die jeweiligen Kreise und das Ganze müsst ihr einfach mal 3 rechnen. Ich habe euch das ja schon zusammengerechnet und auch die Kosten genannt. Ich würde ganz klar die Empfehlung aussprechen, fangt natürlich wieder mit Infanterie an. Holt euch erstmal die jeweilige Truppengattung freigeschaltet. Das ist kostenmäßig noch umsetzbar und erst wenn ihr alle 3 T12-Einheiten freigeschaltet habt, fangt ihr erst dann mit dem jeweiligen Skill der Truppeneinheit an und dann geht ihr auch wieder als erstes mit den Infanterie und dann weiter. Leider Gottes nicht die allerbesten News. Ich habe euch versucht, das bestmöglich in kürzester Fassung darzulegen mit allen Kosten, mit den Voraussetzungen und auch, dass es höchstwahrscheinlich noch Dezember 22 live geht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.